Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dennis, aka Fragrance, auch aus Hamburg wieder am Start. Aus Hamburg natürlich diesmal wieder, ne? So, nicht mehr auf Sylt. So, und heute zeige ich euch günstige Frühlingsstifte. Ja, günstige Frühlingsstifte, da müsst ihr nicht viel Geld ausgeben und die sind soweit ganz cool, jedenfalls für den Frühling. Und ich werde zu den Düften natürlich einiges kurz mal erläutern. Gleich vorweg der erste, ich hoffe, dass es den noch gibt. Das habe ich jetzt gar nicht durch den ganzen Stress, den ich aktuell immer noch habe, gar nicht nachgeschaut, ob es den gibt. Und wir fangen auch gleich mal an. Wir gehen rein mit Davidoff Run Wild. Ja, gibt es den noch? Schreibt mal unter. Wenn nicht, ist natürlich Pech auf einer Hinsicht, aber irgendwie auch nicht, weil im Netz gibt es den natürlich auf so einer bestimmten Seite. Ne? Im Endeffekt müsst ihr euch diesen Duft ungefähr so wie Invictus von Paco Rabanne vorstellen, nur ein bisschen grüner und ein bisschen weniger Kaugumminote. Dann habt ihr ja den Run Wild und ja, das ist also, ich wollte schon sagen, mittelmäßige Haltbarkeit. Es ist schon ein bisschen schwächer, aber es ist ein Frühlingsduft für den Garten, zum kurz mal weggehen oder einfach zum Chillen. Ist dieser Duft geeignet. Wie gesagt, Invictus kommt gut an, immer noch. Und wenn ihr den ein bisschen in grüner, frischer haben wollt, vielleicht auch ein bisschen leichter, ohne diese starke Kaugumminote, dann ist der Davidoff euer Duft. Also solltet ihr auf jeden Fall mal testen. So, dann haben wir von Lattafa Art of Universe. So, da habe ich ihn jetzt auch mal und kann ihn testen. Und ich muss sagen und gestehen, ja, es ist schon ein sehr schön cooler Duft, metallisch, finde ich. Da passt dieses Universe auch schon wieder. Metallisch, fruchtig, frisch, blau, etwas süßlich. So müsst ihr euch den Duft vorstellen. Und es ist, finde ich, aber da haben viele noch keine Düfte getragen von euch, manche ja. Meiner Frau ist das auch gleich aufgefallen, dass ja wie dieser Lagerfeld-Duft riecht, ja von 94, ja. Das wird wenig angegeben bei diesem Duft, sondern das ist eben der, ja, sag ich mal, eine günstige Alternative von den Talisman oder Talisman. Man kann das so stehen lassen, das ist schon wirklich gut gemacht. Der ist ein schöner Duft. Und ich persönlich hier mit der Erde und dem Mars und so weiter, ich finde das sehr cool gemacht. Die Idee dahinter, ne, und so weiter und so fort. Der Mars ist am nächsten dran an der Erde, ist klar. Und deswegen ist das cool gemacht. Und dieser Duft performt gut, hat eine gute Haltbarkeit, auch dafür, dass ihr 40 € dafür, auch 100 ml, ne? Das Original, beziehungsweise ja, sein großes Vorbild ist weit teurer in 50 ml und den Karl Lagerfeld, der ist allerdings ein bisschen blumiger, muss ich dazu sagen, soweit ich ihn auch noch im Kopf habe, und auch meine Frau, den gibt's ja nicht mehr. Das ist noch ein bisschen anders, aber er geht in diese Familie und ist sehr dicht schon dran, auch an diesen Duft jedenfalls. So, auf jeden Fall, Art of Universe ist ein sehr guter Duft für den Frühling, beziehungsweise eigentlich kann man den immer tragen. Ja, und der nächste ist der CK1, natürlich. Was soll man dazu sagen? Wenn ich den jetzt wieder sprühe, ich trage den eigentlich so selten, ne? Oh, diese Frische, das ist ein Saubermann-Duft. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Mein Nachbar macht sein ganzes Haus neu. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr das nicht hört, aber ich glaube, mein Mikrofon macht das ganz cool. Und wenn nicht, ja, ein Sorry dafür, aber ich glaube, das sollte gehen. Hier, auf jeden Fall Cremigkeit, Frische, clean, sauber. Das ist der Saubermann-Duft schlechthin. Der gehört auch zum Beispiel zu der Familie Limal, Job Om. Nicht von der Süße her, ich meine von den Kultstatus und dass dieser Duft immer noch am Start ist und funktioniert. Ja, CK1, der steht für sich. Den könnt ihr auf jeden Fall perfekt tragen. Und es kann sein natürlich, dass es alles ein bisschen teurer geworden ist. Und ich möchte auch davor weg sagen jetzt, was heißt vorweg, inzwischen zwischendurch, sagen, dass ihr müsst natürlich nach den Preisen schauen. Ne? Also es gibt CK1 auch in teuer, aber eben auf genug Seiten, die auf jeden Fall ihn günstig anbieten sollen. Ich rede nicht von eBay. So, der nächste Vintage Radio von Lattafa wieder. Haben wir wieder. Siehst du, hier haben wir was Schönes, Frisches, Ingwer-Style. Oh, und cremig. Das ist ein sehr guter Duft. Richtig lecker. Und der ist tief. Der ist
ja, der kommt so frisch, stark her und diese Ingwernote ist schon sehr cool mit leicht zitrischen Noten, ist eine sehr, sehr gute Alternative zu meinem Lieblings-Nische-Duft Paragon, aber da reden wir von einer ganz anderen Preiskategorie. Und man muss sagen, der hält natürlich noch weit stärker auf meiner Haut und auf meinen Klamotten und so weiter. Das ist bombastisch, es dröhnt das aber ganz schön. Ne? Die ganze Zeit, Leute, das ist aber immer so. Ich glaube, meine Kollegen, die das ähnlich kennen, ist es egal, ob man im Haus wohnt oder ein Haus hat. Ne? Es ist trotzdem ein Nachbar und dann wird richtig, der macht komplett alles neu. Und ja, auf jeden Fall Vintage Radio. Was ich damit eigentlich sagen wollte, gerade dann, wenn man eine Aufnahme macht, dann passiert sowas. Wenn man nichts macht, dann macht er auch nichts. Schon komisch, aber es geht, ne? Ich glaube, das sollte gehen. Auf jeden Fall Vintage Radio für 30 € solltet ihr auf jeden Fall holen, wenn ihr sowas cremiges, fruchtiges, frisches, pudriges und so ein Ingwer-Style haben wollt, dann ist der sehr nice. So, jetzt kommen wir zu meinem Duft. Mit denen hat alles angefangen früher. Also ich hatte davor schon Düfte gerochen, aber das war mein erster. Roma. Ja, Roma von Laura Biagiotti. Und auch das ist natürlich eine etwas neuere Version. Ich habe noch die Vintage-Version, aber ist egal. Dieser geile Zitronenkuchen ist so ein leckerer Duft. Für mich absolut immer ein Meisterwerk im Designerbereich und der Flakon ist nice. Einfach mal was anderes. Und die Zitrone, man muss nicht viel sagen, es ist ein Zitronenkuchenduft. So, nicht zu vergleichen mit dem, wie heißt er von Chanel, Edition Blanche. Das ist noch ein bisschen süßer. Der ist noch ein bisschen süßer. Ich finde den tatsächlich ein bisschen runder. Ich will nicht sagen, der Edition Blanche von Chanel ist genial. Aber Roma, das irritiert mich, dieses Gebrumme. Also, Leute, ich hoffe, ihr hört das nicht, das wäre ärgerlich. Auf jeden Fall sehr geil. Also, der kostet 20 €. Holt euch bitte aber nicht die 200er ml, weil ich finde immer, das 200 ml, da ist wirklich was dran, nicht so gut performen. Das ist allgemein kein Biest, aber er wird oft zu schlecht gemacht. Ich finde aber sehr geil. Und ihr braucht nur wissen, Zitrone, cremig, lecker. So, der nächste, ja, den Namen werde ich einblenden, bevor ich was Falsches ausspreche. Das ist dieser Herr hier, mit den Flakon, mit denen ihr alles machen könnt. Und das ist ein sehr schöner, orangenartiger, ja, fast mandeliger Vanilleblumenduft mit schöner Orangenblüte. Ich weiß gar nicht, also sowas rieche ich jedenfalls raus. Auch wichtig, was ihr riecht. Und ja, auch hier natürlich, im Endeffekt wir reden immer von Alternativen. Jeder Duft ist fast eine Alternative heutzutage, weil es so viel Düfte gibt, ne? So, immer eine Alternative hiervon. Selbst in Nische gibt's Alternativen zu der Alternative. Also es ist, ja. Und hier haben wir natürlich einen schönen, günstigen Endeffekt Alternative zu Reflection Man von Amouage. Yes, habe ich ja auch irgendwo hier stehen, will ich jetzt nicht rausholen. Es steht hinten ganz. Auf jeden Fall hier für 20 €. Bisschen schwer zu bekommen, ab und zu mal ist er da, mal nicht. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Natürlich ist das Original hier wieder ein bisschen, ja, ausgefallener, runder, tiefer, aber ihr könnt nicht meckern. Das ist schon wirklich gut geworden. Hatte ich mir vorgenommen, nichts mit Alternativen ständig zu planen, aber man kommt immer da drauf, weil die Leute es so und so unterschreiben oder ihr schreibt es unter und im Endeffekt könnt ihr hier auf jeden Fall Gutes mitmachen. Aber es sind Alternativen. Nochmal, es sind nicht die Originale. In meiner Nase gibt es da große Unterschiede schon und nicht nur vom Preis, sondern auch von der Qualität. Natürlich sind die gut, wirklich gut. Das sind auch eine gute Qualität, aber das Original bleibt das Original. Immer wieder. Ich sag's immer wieder. Man hat, sag ich mal 90%, vielleicht ist man sogar manchmal dran. Aber es fehlen dann die 10%, die dann tatsächlich das Original ausmachen. Und das Feeling, das Original aufzuspringen, ist trotzdem immer noch anders. Das vorweg, ne? Aber es gibt eben Leute, die nicht 200 € ausgeben können oder noch mehr. So. Hier weiß ich jetzt keine Alternative. Das ist auch egal. Es ist ein Bentley und zwar Momentum Intense. Und das ist ein schön pfeffriger, holziger Duft, der meiner Meinung nach richtig gut funktioniert. Ja, holzig, frisch, clean, pfeffrig, geiler Duft. Wirklich gut. Und der performt auch gut. Ich finde so und so das Bentley, und das ist egal, hier haben wir Bentley
Absolut. Wir haben das Intense hier, schaut euch das an und so weiter und so fort. Also Bentley hat schon geile Teile am Start. Nicht nur das Auto Bentley, wer schon mal im Bentley drin gesessen hat oder auch mal gefahren ist. Ich kann euch sagen, macht das mal, wenn ihr die Chance habt. Ein Bentley ist nice, am Bentley Flying, das ist so nochmal die Überlegung, da hätte ich so Bock drauf. Ne? Bentley Flying hier, aber Bentley Momentum Intense, den solltet ihr euch als erstes anschaffen, weil vom Preis ist Bentley nicht in dieser Preiskategorie, wo sie eigentlich hingehören, wenn man sich das Auto mal betrachtet. Ne? Und ja, könnt ihr auch günstig bekommen. Und wenn ihr was holzig, frisches und pfeffriges haben wollt, dann ist das euer Duft. Ja, das war's dann erstmal. Ich finde, das ist so, wollte das jetzt auch nicht so voll machen. Das sind Düfte, die einfach funktionieren. So, schreibt mal runter, welche habt ihr, welche funktionieren noch. Ich werde vielleicht noch mal ein Video machen dazu, weil der Frühling ist jetzt erstmal gestartet, so langsam. Ne? Also es ist trotzdem an morgens, ist es noch sehr kühl. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Und ja, schreibt mal runter, ob es diesen Run Wild überhaupt noch gibt. Zur Not gibt es ihn aber auf einer so einer bestimmten Seite. Ja, so einer bestimmten Seite, wo sie immer meckern und meckern und meckern. Also, Freunde, haut rein, Grüße gehen raus an meine Mitglieder, die meckern nämlich nicht. Also reinhauen.